Es ist die Zeit gekommen für noch intensivere Forschungen, dass mehr Wahrheiten zu erkennen sind und die Realität über Illusion steht. Den Ausgang zu finden. Sich zu erinnern. Das ist der Schlüssel. Das ist Tartaria. Willkommen im Tartaria Channel. Bevor ich anfange, möchte ich etwas anmerken. Alles, was wir präsentieren, sind Hypothesen. Das hat seinen Grund. Und wir danken euch auch für die respektvolle, konstruktive Kommunikation hier im YouTube- und Telegram-Kanal. Dieses Video soll an die Mandela-Reihe anknüpfen, hat aber auch Verbindungen zu den anderen Videos. Es werden noch weitere Folgen, die das Ganze vertiefen sollen, vor allem im deutschsprachigen Raum, da es viele Anfragen gibt, es in Deutsch zu bringen und wohl an der Zeit ist, wobei Zeit eine Illusion ist. Heute ist es eine Zusammenfassung, die aus 3 Teilen besteht. Da du es schon bemerkt hast, wurde auch viel aus den alten Schriften wie die Bibel oder Henoch und so weiter zitiert. Das hier ist ein weiterer Ansatz, verstehen zu lernen, was vor unseren Augen ist. Und doch wir vernebelt wurden. Im Prozess des Aufwachsens von Geburt an gab es einen Punkt, an dem sich der Nebel wieder verdichtete. Je länger man hier ist auf Erden. Es liegt an dir, deine innere Grenze zu überschreiten und dein Bewusstsein zu aktivieren und zu erweitern, sich wieder daran zu erinnern. Am Anfang des Videos zeigt er eine CD oder eine Disk. Er zieht sofort die geometrische Form eines abgeplatteten Spheroids. Wie wir sehen können, zeichnet er in der Mitte des Spheroids eine Scheibe mit einem Loch im Zentrum. Dann zeichnet er unten einen Kreis mit einer Swastika darin und malt es sofort komplett schwarz. Aus diesem schwarzen Kreis kommen Strahlen heraus und 3 Strahlen gehen durch das Loch in der Mitte. Darunter schreibt er noch eine mögliche Bedeutung, still, dieses schwarzen Kreises. Könnte das die schwarze Sonne sein? Er zeichnet Reliefs auf dem Rand des Loches und schreibt Nordpol. Und über dieses Loch im Inneren des Himmelsgewölbs zeichnet er einen Stern, den Polarstern, Polaris. Er markiert 2 Punkte und verbindet sie zu einem Kreis und schreibt Äquator.
Dann zeichnet er zwei Linien, die von dem Polarstern zu den beiden Punkten hinuntergehen. Die Linien bilden ein Dreieck. Er hebt zwei der Strahlen hervor, die aus der schwarzen Sonne kommen und bilden ein Dreieck. Aber umgekehrt. Und er schreibt wie oben, so auch unten. Das ist eines der 7 Prinzipien von Hermes Trismegistus. Es erscheint in der Smaragdtafel und in der Kabbala. Nun löscht er die Schnittpunkte und zeichnet die Sonne und den Mond. Er macht eine Geste, Kreisbewegung im Uhrzeigersinn und zeichnet zwei Pfeile, um die Entfernung vom Mond und Sonne von der Erde anzugeben. Beide sind 3300 Meilen oder 5310 Kilometer entfernt. Dann gibt er den Durchmesser der Sonne und des Mondes an, mit einem Durchmesser von 32 Meilen oder 51 Kilometern. Sie sind beide gleich. Er zeichnet Kontinente auf der Oberfläche und auch auf der unteren Seite. Markiert beide Seiten und schreibt gleich. Unten wird als Sommerland bezeichnet. Er zeichnet Strahlen, die aus der schwarzen Sonne kommen, und schreibt Nordlichter. Die Mitte der Zeichnung ist gleich dem Maurersymbol. Das ist ein Quadrat und ein Kompass. Er zeigt den Strahl, der aus der schwarzen Sonne zum Mond kommt, und dann löscht er das Gesicht des Mondes.
Er macht Zeichen, die erklären, dass die Sonne nicht den Mond beleuchtet. Er wird von der schwarzen Sonne beleuchtet. Nun lass uns einen Beitrag aus dem Kanal Flat Earth Paradise hier mal auf uns wirken. Dort ist ein Firmament oder eine Kuppel über unsere flache Ebene, umhüllt den Himmel, es ist in der Schöpfung in der Bibel beschrieben. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und trenne Wasser von Wasser. In der ägyptischen Mythologie ist Nut die Göttin des Himmels. Sie hat gesehen, wie sich die sternenbedeckte Wölbung über die Erde bildete, das die Kuppel repräsentiert. In der griechischen Mythologie stellte Uranus den Gott des Himmels dar, denn die Griechen stellten sich den Himmel als einen festen Körper vor. Eine Kuppel aus Messing, deren Ränder sich herabsenkten, die auf den äußeren Grenzen der flachen Erde endeten. Uranus war der buchstäbliche Himmel und Gaia die Erde. In der Römerzeit wurde er oft als Äon, Gott der ewigen Zeit, in Form eines Mannes dargestellt, der das Tierkreisrad stehend über Gaia hielt. Die Hebräer glaubten, der Himmel sei eine feste Kuppel. Sie nannten es massives Himmelsgewölbe, die Rakia, mit der Sonne, dem Mond und den Sternen darunter. In der indischen Mythologie heißt die Kuppel Brahmanda, das ist die Struktur der Welt. Nach der finnischen Mythologie zeigt es eine Kuppel mit darauf projizierten Sternen. In der Weltanschauung der Ureinwohner war die Erde kreisförmig und flach, bedeckt von der Himmelskuppel, die sich bis zum Horizont erstreckte. Es wurden viele antike Artefakte gefunden, die der Mainstream die steinernen Handtaschen genannt hat. Aber wie Sie sehen können, gibt es keinen Hohlraum, womit Sie etwas tragen können. Sie sind künstlerische Darstellungen der Kuppel und der flachen Erde. Viele Urvölker wussten über diese Kuppel und das Innere Bescheid, wie es aussah. Die Elite möchte uns ihre Weltsicht glauben machen, dass diese nur Kosmologien sind, die von den vergangenen Völkern erfunden wurden, die wissenschaftlich zu unwissend waren, um die Realität zu verstehen. Aber es ist kein Zufall, dass die gleiche Beschreibung einer flachen Erde und einer Kuppel so verbreitet ist, dass die Kulturen auf der ganzen Welt spezielle Kenntnisse über die Natur der Erde hatten. Dieser Ort, an dem wir in der Kuppel leben, ist mit Katastrophen verbunden, die im Laufe der Jahrhunderte aufgezeichnet wurden, welche die moderne Gesellschaft Mythen und Legenden nennt. In der Tat, alte Geschichten und in verschiedenen Mythen verwoben sind. Beschreibungen von verheerenden Himmelsereignissen in der Antike. Etwas sehr Schreckliches geschah, die große Flut. Manchmal nannten sie es auch die Sintflut. Es war so verheerend und erschreckend, dass es für die ganze Menschheit, die übrig blieb, es über schriftlichen und mündlichen Überlieferungen, wie es möglich war, weitergaben. Dass diese Geschichten im Laufe der Zeit sich umwandelten von wahre Beschreibungen in die Mythologie, in denen die Himmelskörpern mit Namen und mit menschenähnlichen Eigenschaften gegeben wurden,
und auf diese Weise alles in Sichtweite fast jeder Kultur der Welt verborgen war. Fast jede Kultur aus der ganzen Welt hat eine große Flut erlebt, in den Seiten ihrer Mythologie einschließlich der Inkas, Mayas, Polynesier, Ägypter, Hopi, Azteken, Deutsche, Griechen, Ureinwohner, Inder, Wikinger, Chinesen, Sumerer auf der ganzen Welt. Deshalb waren die alten Völker besessen davon, die Bewegungen der Sterne zu verfolgen, da sie versuchten vorherzusagen, wann eine weitere Katastrophe passieren würde. Der fremde Himmelskörper, der die Zerstörung verursachte, war im Römischen Reich als Taifun bekannt. In den keltischen Nationen Angus, Shiva in Indien und Angra Mainyu im Persischen Reich. Hier sehen wir den großen Riss der Milchstraße. Die Definition von Riss ist ein Riss, Spalt oder Bruch in etwas. Der große Riss, den wir sehen, wenn wir in den Himmel schauen, ist keine Serie von Staubwolken, wie die Lügner bei der NASA uns glauben lassen wollen, sondern ein buchstäblicher Riss in der Kuppel, die Mayas den dunklen Riss nannten, bevor irgendein Wissenschaftler ihn den großen Riss nannte, bezeichnet die Bibel diesen Riss als die Fenster des Himmels. Durch dieses Fenster, durch den Riss der Dunkelheit, kam das Wasser der großen Überschwemmungen, der Flut. In der nordischen Mythologie finden wir, dass bei Ragnarok der Himmel sich in zwei spaltete. Aus der Spaltung reiten die Söhne von Muspel hervor. In dem babylonischen Schöpfungsepos wurde der Himmel aus dem Körper von Tiamat gemacht, der Göttin des wässrigen Chaos. Der Gott Marduk teilte sie in zwei und stellte Wachen auf, um ihr Wasser nicht entweichen zu lassen. Die Aborigines sahen den dunklen Riss als den Bereich, in dem eine gefährliche Kreatur namens Jura lebt. Bei den amerikanischen Indianern wird der Himmel auch als eine feste Kuppel gedacht, der in Zyklen gebrochene. Als Lucien Levy schrieb, dass in Nordamerika in den indischen Glauben in der Regel die Erde eine kreisförmige Scheibe ist, von Wasser umgeben ist und den Himmel als eine solide konkave Halbkugel beschreibt, die am Horizont auf die Höhe der Erde herunterkommt. In Cherokee und anderen indischen Mythen hebt sich der Himmel ständig an und kommt wieder auf der Erde herunter, wie die oberen Klinge einer Schere. Über die Jahre sind viele Beweise hervorgekommen, dass eine weltweite Flut stattgefunden hat, vor etwa 5000 bis 7000 Jahren, die gleiche Zeit, die viele Christen als den Zeitpunkt der Sintflut nennt. Es gibt auch Hinweise darauf, dass eine weltweite Flut gab, die so aktuell im 19. Jahrhundert war. Dies sind Fotos, auf denen man selten antike Strukturen sieht, die mit Schlamm bedeckt und mit vielen zerstört wurden. Sie wurden wieder ausgegraben und restauriert. Die antiken Städten, die wir kennen und lieben, sind nicht die Originale. Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurden sie begraben und wieder aufgebaut. Wir könnten die Zerstörung entschuldigen, wenn einige dieser antiken Städten, wie sie sich um ein Gebiet oder einen Kontinent handeln würde, aber wir sehen das Gleiche in der ganzen Welt, wie in Mexiko, Ägypten, Griechenland oder Russland zum Beispiel. Die Elite hat diese Strukturen für uns wieder aufgebaut, weil sie nicht wollen, dass wir von den Zerstörungen erfahren, die irgendwann im 19. Jahrhundert stattfanden. Eine große Flut kam vom Himmel würde bedeuten, dass sie keine heliozentrische Weltansicht auf uns hat, da die Kuppel und das Wasser über uns offensichtlich nicht passt. In einem Globusmodell. Einfache Wetterbedingungen könnten nie eine der weltweiten Flut erklären. Geschichte ist leicht zu verbergen, wenn die allgemeine Bevölkerung sie nicht schreibt, da die Erde ständig in einem Zustand von Zerstörung und Erneuerung sind. Und diese Überschwemmungen treten immer häufiger auf. Ich kann mir vorstellen, dass diese Überschwemmungen in zyklischen Sonne-Mond-Planeten-Konstellationen irgendwie diktiert ist, so eine Art Reset-Uhr-Mechanismus der Planerde. Dies ist auch ein Grund, warum die Urvölker immer den Himmel mit so viel Hingabe beobachteten, auf Anzeichen einer weiteren Katastrophe. Leider werden die Informationen von diesem Rückstellmechanismus versteckt und die Kontrolleure dieser Welt geben diese nicht weiter. Es findet vielleicht alle 5000 Jahre ein totaler Reset statt. Über diesen Riss ist vielleicht ein Mechanismus, der himmlische Zerstörer, von dem so viele Texte sprechen. Das Licht, was wir im Zentrum der Milchstraße sehen, von diesem Gerät oder von diesem Ding, dieses Wesens, wenn wir es so nennen wollen. Dass es den dunklen Riss eindringt, spaltet und von oben Flutwasser herabschickt.
und es dann wieder schließt, bis zum nächsten Zyklus der Zerstörung. Vielleicht hat die Elite einen Weg gefunden, diese Fluten zu kontrollieren, und dieser himmlische Zerstörer ist einfach ein von Menschenhand geschaffener Mechanismus oder eine Internität, die entsperrt oder umprogrammiert werden kann, um nach Belieben Fluten herabzusenden. Mein Freund Chris Seeley hat vorgeschlagen, dass diese Pyramiden als ähnliche Strukturen auf der ganzen Welt die Fähigkeit hatten, in der Vergangenheit, um diese Fluten zu manipulieren und zu kontrollieren. Und ich zitiere, weil, wenn Tempel auf Leylinien-Knotenpunkten gebaut werden, die in Resonanz und Kapazität mit der Beleuchtungsstärke und dem anschließenden Toritfeld verbunden sein können und möglicherweise waren, wodurch das Brechen der Kuppel über der flachen Erde eingeleitet wird. Das Wasser darüber verursacht große Überschwemmungen und den vollständigen elektrischen Kurzschluss der Tempel, was die Beweise für die elektrische Überhitzung und zerfallenen Steinobelisken erklären würde, die in der Nähe der vielen Tempelstätten gefunden wurden. In meinem Video über die Menstruationsblut habe ich meine eigene grobere Erklärung für die große Flut gegeben. An dieser Stelle können wir nur spekulieren, aber was wir jedoch sicher sagen können ist, dass eine Kuppel über uns gibt und diese Fluten kommen von diesem Riss, dem dunklen Riss, den wir sehen. Das ist die Realität der Kuppel und die zyklischen Zerstörungen ist in der Sichtweise verborgen. Auch Regenbögen beweisen, dass wir unter einer Kuppel leben. Jeder kann draußen mit ausreichend Sonnenlicht und Wasser einen Regenbogen erzeugen. Jedoch ist ein Spiegel erforderlich, um einen Regenbogen im Inneren zu erzeugen. Und nicht nur ein Spiegel, sondern einer, der in Wasser getaucht wird. Ein Regenbogen entsteht durch Reflexion, Brechung und Streuung von Licht, die durch Wassertröpfchen verursacht werden, was zu einem Lichtspektrum führt. Warum brauchen Sie dann einen Spiegel im Inneren? Weil es etwas zum Reflektieren braucht, um Regenbögen zu zeigen und außerhalb die Kuppel als Spiegel fungiert. Wie ein Protokoll muss für die Herstellung wie von Innenregenbögen auf unsere flachen Erde Wasser über dem Wasser geben, das über der Kuppel ist und als Spiegel wirkt durch eine Oberfläche. Die moderne Wissenschaft sagt, dass in einem Regenbogen direktes Sonnenlicht in einem Regentröpfchen fällt und es dann so aussieht, als würde das sichtbare Spektrum jedes Wassertröpfchens als seine eigene Linse wirken. Aber wenn dies der Fall wäre, würde jedes Wassertröpfchen in einem Regenbogen alle Farben des sichtbaren Spektrums enthalten, was zu einem Durcheinander von Farben führt und nicht das allmähliche Spektrum, das wir sehen. Wenn wir hineinzoomen, hat jedes Tröpfchen eines Regenbogens seine eigene spezifische Farbe. Nur dies macht Sinn, wenn dieses sichtbare Spektrum von einer Art Spiegel reflektiert wird, der Kuppel und dann auf das Wasser eines Regenbogens ausgebreitet wird. Die Kuppel und das Sonnenlicht trianguliert. Die Kuppel ist an den äußeren Begrenzungen mit einer Eiswand verbunden, die uns umgibt. (1947) während der Operation High Jump Admiral Byrd entdeckte die äußeren Grenzen des Firmaments. Viele Flugzeuge und seine Männer verschwanden sehr schnell. Viele von ihnen stürzten an der unsichtbaren Barriere und zerfielen mitten im Flug. Es war kurz nachdem sie dies entdeckt hatten, so dass Byrd seine Mission abbrach und kehrte umgehend nach Hause zurück.
Was ist passiert, dass die Flugzeuge buchstäblich an der Wand der gewölbten Kuppel zerschellten? Bald darauf wurden viele Maßnahmen ergriffen, wie der Antarktis-Vertrag, und eine konsequente Militärpräsenz wurde an der Eiswand eingerichtet, um die Struktur unseres geschlossenen Weltsystems zu vertuschen und gleichzeitig ein unberechtigtes Eindringen zu verhindern, das zu einer Ankündigung der Entdeckung der Erdkuppel führen könnte. Hier sind einige Fotos der Eiswand, an der die Kuppel befestigt ist. Leider haben wir nicht so viele, wie wir möchten, da dieser Bereich stark durch militärische Präsenz geschützt wird. Wenn es also eine Kuppel gibt, wie erklärt es dann die Meteoriten? Treiben Trümmer in den Strömungen des Wassers oder über der Kuppel herum und treffen gelegentlich mit ausreichender Kraft auf die Barriere, um sie zu durchdringen? Fallen diese als Meteoriten dann auf die Erde? Die Zusammensetzung der Meteoriten ist der von Gesteinen und den Krusten auf den Ozeanen sehr ähnlich. Der größte Teil des Meeresbodens besteht aus Basalt. Basalt enthält hauptsächlich Pyroxen, Plagioclase und oft Olivin. Und die am häufigsten vorkommenden Mineralien in Meteoriten sind Pyroxen, Plagioclase und Olivin. Daher schlage ich vor, dass das Wasser darüber einen ähnlichen Basalt hat, die sich auf unseren eigenen Meeresboden ähnelt, und diese Stücke treffen von Zeit zu Zeit auf unsere flache Ebene. Es wird vermutet, dass das libysche Wüstenglas mysteriöse Scherben eines glasähnlichen Materials sind, das laut den Wissenschaftlern unbekannter Herkunft ist. Sie sind Teile der Kuppel, die abgeworfen wurden. Libysches Wüstenglas ist anders als jedes andere Glas. Es ist eine Form von geschmolzenem Glas, aber hat keine klaren Schichten von anderen Mineralien. Es besteht zu 98% aus geschmolzenem Siliziumdioxid. Es hat eine extrem hohe Formationstemperatur von 3092 Grad Fahrenheit. Also es ist extrem widerstandsfähig, wie jede Kuppel über uns. Vielleicht ist das geschmolzene Glas, das in der Bibel im Buch von Job beschrieben wird. Jetzt streckt sich der Himmel aus, der stark ist und wie ein geschmolzenes Glas ist. Jedes Foto und Video, das uns von der NASA zur Verfügung gestellt wird, ist vollständig gefälscht und mit CGI durchsetzt. Hier sehen wir ein vermeintliches Videofeed der Erde. Wo sind alle Satelliten, zusammen mit den 2271 Satelliten im Orbit? Es gibt 500.000 Fragmente von Weltraumschrott und wir sollen glauben, dass wir all in den Feeds, die sie uns ständig sagen, wir bequeme Zeugen werden, diese Teile von Menschenhand geschaffenen Hindernissen sind? Das ist absoluter Wir haben jetzt Satellitentelefone. Wir können überall perfekten Service haben, weil die Signale aus dem Weltraum ausgestrahlt werden. Wie praktisch. Richtig? Falsch. Satelliten existieren nicht. Die meisten von uns bemerken, sobald wir die Stadt verlassen und in abgelegenen Gebieten kommen, beginnt unser Satelliten-Mobiltelefondienst an Intensität zu verlieren. Es ist fast so, als ob unsere Telefone ihre Signale von Bodentechnik bekommen, da die in dicht besiedelten Gebieten konglomeriert sind. Wir sehen auch Probleme mit GPS in abgelegenen Gebieten, angeblich eine Technologie, die auch Satelliten-Langstreckennavigation nutzt. Im Zweiten Weltkrieg wurden Türme entwickelt wie diese, die so positioniert wurden, um die militärische Navigation auf den Inseln anzubieten. Sie liefern die notwendige Kontaktstellen für die Ausbreitung auf See abzudecken. Dies war Anfang dieser landbasierten Technologien, die gewachsen sind und sich immer weiter verbreitet haben. Sie sind die Antwort. Die Mobilfunkmasten sind für einen Großteil unseres GPS verantwortlich, indem sie die Signalstärkenunterschiede zwischen mehreren Mobilfunkmasten messen. Dadurch kann Ihr Gerät abschätzen und zeigt Ihren aktuellen Standort. Standortdaten werden auch über die Seekabel übertragen, die zwischen den Kontinenten liegen. Leichtkraftflugzeuge in großer Höhe, Luftschiffe und Hochplattformen werden oft als Satelliten bezeichnet, damit sie von der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden. Wenn Sie einen jeder bewegenden Punkte sehen und es wird als ein Satellit angenommen, es tatsächlich einer dieser beleuchteten Ballons ist, der den Himmel mit diesen Kommunikationstechnologien durchlöchert und uns noch glaubhaft gemacht, dass sie außerhalb unserer Atmosphäre existieren.
wenn wir den NASA-Geschichten weiter glauben wollen. Hier ist eine Frage. Wie können Satelliten die 4000 Grad Fahrenheit Temperatur im Raum überleben? Es gibt 7 Elemente des Periodensystems, die diese Wärme widerstehen können, aber keiner von ihnen wurde verwendet für Satelliten. Satelliten befinden sich angeblich in der Thermosphäre, wo die Temperaturen über 4000 Grad Fahrenheit und mehr erreichen können. Das ist einfach nicht möglich. Diese Technologien sind im Flug unter unserer Kuppel. Inklusive der eben genannten Technologien gibt es mindestens 18 Plattformen, die unabhängig voneinander im Tandem oder in Gruppen verwendet werden können, um alle Dienste bereitzustellen, die Satelliten angeblich bieten. Mit neuem Blick wird es klar, dass es keine tatsächlichen Fotos, kein tatsächliches Videomaterial, nur CGI und Photoshop-Bilder existieren. Dies ist ein NASA-Foto eines Astronauten, der die vermeintliche Raumstation repariert. Ich mache nur Witze, das ist tatsächlich aus dem Jahr 2013, der Film Gravity. Dies ist ein echtes NASA-Foto. Sie sind fast nicht zu unterscheiden. Ich denke tatsächlich, das Gravitationsfoto sieht glaubwürdig aus. Ein ähnliches hebräisches Wort, Nasha, bedeutet irreführend und täuschend, moralisch verführend. Kein Wunder also, dass das NASA-Logo eine Schlangenzunge enthält. Schlangen, die in der Mythologie ein Symbol für Täuschung waren. Auf dem Grabstein von Wernher von Braun, einem der führenden Raketenentwickler der NASA, gibt es einen Verweis auf einen Bibelvers, der über unsere Kuppel, unserem Firmament spricht. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Firmament umhüllt sein Werk. Ich habe in früheren Videos besprochen, wie die Sonne das kollektive Bewusstsein des Ganzen ist, das zusammen mit dem astralen Licht und der schwarzen Sonne auf uns herabregnet. Unsere Auren enthalten die Information unserer individuellen energetischen Schwingungen. Unsere Auren bestehen buchstäblich aus Sonnenlicht und die Sonne ist buchstäblich die Summe unserer Auren. Dies ist in dem Wort Aura offenbart. Au ist im Periodensystem die Abkürzung für Gold und Ra ist die ägyptische Personifizierung der Sonne. Die Sonne ist die Summe der Farben unserer Erze, zusammengemischt, was in unseren Augen als weißes Licht erscheint, und wenn es dann in einem Prisma gebrochen wird, zeigt es alle Farben des sichtbaren Lichtspektrums. Diese 7 Farben sind auch die 7 Farbvariationen unserer Augen. Wir sind die Sonne. Der Mond ist jedoch anders. Er wurde manipuliert. In meinem Video über Menstruationsblut habe ich beschrieben, dass der Mond nicht immer am Himmel war, was darauf hindeutet, dass er unserer flachen Ebene zunächst fremd ist und starre Rechteckwellen auf uns sendet. Der Saturn, Mondmatrix, und erschafft eine interdimensionale Lichtfalle, die versucht, uns in einer anderen Inkarnation zurück zu recyceln, damit wir energetische Nahrung für die Parasitenkräfte dieser Welt bleiben, die sich von Angst und Leiden ernähren. Genau die Emotionen, in denen diese falsche Matrix erwachte, zielte darauf ab, die Sonne und den Mond zu extrahieren, um sie zu extrahieren. Sie sind jeweils nur etwa 3000 Meilen entfernt und sitzen gut unter der Kuppel. Was ist mit den Sternen? Sterne sind eindeutig keine Sonnen. Sie sind nicht hell und leuchtend, wie sie uns verkauft wurden, aber funkelnde Lebensenergien, die sich ständig in Farbe, Textur und Form ändern. Sonolumineszenz ist die Emission von kurzen Lichtblitzen, von implodierenden Blasen in einer Flüssigkeit.
Wenn durch angeregten Klang die Energie, in einfachen Worten gesagt, eine Schallwelle in einer Flüssigkeit Blitzblitze erzeugen, aufgrund Schallfrequenzen. Schöne Muster treten auf der Oberfläche eines Objekts, den Klang eng um den schwingenden Medium umgibt. Cymatik ist ein Schwingungsphänomen. Schöne Muster, die in Wasser und Sand erzeugt werden, wenn Schall angewendet wird. Die Sterne sind voll von ähnlichen geometrischen Mustern. Diese Schallfrequenzen werden durch das astrale Licht getragen, das aus der Mitte unserer Ebene schießt. Die andere Seite unserer Ebene, Agatha, ist so harmonisch, dass diese Frequenzen dort entstehen, ob sei es ein tatsächlicher Klang oder einfach nur Wellen. Natürlicher, harmonischer Töne, die als wunderschöne Lichter in unserem Himmel erscheinen, die uns umkreisen und uns spirituelle Führung in der Form von Astrologie geben. Also Wellen, die die Sterne erschaffen, sind durch Frequenzen aus der anderen Seite unserer flachen Ebene entstanden. Diese Schallwellen breiten sich durch die Kuppel aus und durch das oben befindliche Wasser werden sie als funkelnde Lichter reflektiert, das wir Sterne nennen. Und wir können es vergleichen. Und sieht es nicht so aus wie diese Lichter? In der Tat, wenn wir Wasser in einer ähnlichen Weise reflektieren, wie wir es auf dem Boden eines Pools oder Ozean tun würden. Mit nur einem Teleskop in unseren Hinterhöfen können wir sehen, dass Planeten nicht so definiert sind, wie die NASA uns glauben machen möchte. Dass Venus tatsächlich eher wie ein Stern als ein Planet aussieht und das gleiche mit dem Mars. Ich bin immer noch dabei herauszufinden, was genau Planeten sind, aber im Moment können wir davon ausgehen, dass sie ähnlich durch Sonolumineszenz erzeugt werden. Planeten funkeln nicht wie Sterne, was mir den Eindruck gibt, dass sie stärker sind und daher konsistierende, monotone Frequenzen sind. Er scheint fester als ein Stern, der konzentrierte, aber oszillierende Frequenzen darstellt. Dies kann der Grund sein, warum Planeten nicht funkeln und Sterne dies tun. Planeten haben einen starken geistigen Einfluss auf dieser Ebene, wie es in der Astrologie zu sehen ist. Sie sind ein monumentaler Teil der Führungskräfte auf der Erde und sind daher irgendwie intakt und in einer Weise, wie die Sterne nicht so in einer Sache sind. Was wir beobachten können ist, dass die Sterne und Planeten aus der Entfernung am Himmel gleich aussehen, und das liegt daran, dass sie nicht unterschiedlich weit entfernt sind, sondern Klangausdrücke, die vom Astrallicht getragen und auf unsere Kuppel reflektiert werden. Uns wurde beigebracht, dass sich die Erde um ihre eigene Achse dreht. Am Äquator dreht sie sich mit einer Geschwindigkeit von 1000 Meilen pro Stunde. Die Erde saust auch mit etwa 67.000 Meilen pro Stunde um die Sonne herum. Außerdem wirbelt unser Sonnensystem mit etwa 490.000 Meilen pro Stunde um das Zentrum unserer Galaxie. Du hast auf dieser reglosen Ebene noch nie etwas gespürt, aber abgesehen davon sehen wir seit Tausenden von Jahren die gleiche Konstellation und Sterne am Himmel. Das liegt daran, dass sich die Sterne im Jahr für Jahr in der gleichen Position um uns drehen. Die meisten Menschen denken das Gegenteil, auch wenn uns unsere Sinne sagen, das kann nicht sein. Auch bei einer Zeitraffer bilden die Sterne eine Kuppelform. Und der Nordstern bleibt Nacht für Nacht perfekt fixiert, Jahr für Jahr. Direkt unter dem Nordstern, Polaris, sitzt das Wirbelloch auf der anderen Seite unserer flachen Ebene im Land des ewigen Zwielichts. Hier finden wir Agatha, Hyporea, der Garten Eden. Durch diese Öffnung ist das Paradies, wo Krieg und Leid nicht stattfinden. Es gibt Videos auf meinem Kanal, die sind dem Beweis gewidmet, dass dies existiert, mit Hilfe von kodierten Geschichten, Allegorien und Symbolen, die uns im Laufe der Jahrhunderte gegeben wurden. Das Hakenkreuz ist ein altes Symbol, das in fast allen alten Kulturen in manchen Ländern zu sehen ist. Sie werden oft in Verbindung mit dem Symbol der schwarzen Sonne gebracht. Der große Wagen tanzt im Kreis um Polaris und hierher kommt das Hakenkreuz-Symbol, das aus allen Himmelsrichtungen zeigt und auf das heilige Loch, den wahren Nordpol unserer flachen Ebene, symbolisiert. Der Grund, warum das Hakenkreuz eine solche Bedeutung hat, weil es an der Stelle genau unterhalb des Austrittsloch in das Paradies liegt. Der große Wagen tanzt um Polaris, bewegt sich wie ein Wirbel. Darunter gibt es wortwörtlich einen Wirbel. Es ist ein Wirbel wie oben, so unten.
Das ist das erste jemals zu sehende Filmmaterial vom Polareingang. Dies ist eine riesige Öffnung am Nordpol der Erde, auch wenn sie hier klein aussehen könnte. Wenn wir durch diese Öffnung eintreten, machen wir eine interdimensionale Reise, einen Flipflop und landen in der Welt, die von der schwarzen Sonne angetrieben wird. Sie können das Astrallicht oder die Aurora Borealis sehen. Es ist hier eine schwache grüne Farbe zu erkennen. Dieses Video, so wurde behauptet, ist von der russischen Raumstation aufgenommen worden. Aber dies ist natürlich viel näher aufgenommen und offensichtlich durch ein Flugzeugfenster. Die Elite mit all ihren Kontrollmechanismen und angstbasierende Programmierungen hat uns Hinweise gegeben wie dieses Video, der Heilige Gral, der Speer des Schicksals und wie viele andere dieser Hinweise wurden hier als eine Form von geringer Magie platziert, die die Wahrheit in Sichtweite verbirgt, damit diejenigen, die sie entschlüsseln können, aus dieser falschen Matrix heraus und an einem Ort voller Liebe und Einheit die andere Seite der flachen Erde gelangen können. Es ist mehr synchron mit der 5. dimensionalen Natur. Dort unten gibt es leicht zugängliche göttliche Informationen. Ein herzzentriertes Bewusstsein, das wir für diese Reise zum Zentrum, Blut über die Absicht sammeln. Es ist ein spiritueller Filter vorhanden und nur diejenigen, die ihr Blut über ihre göttliche Absicht vergossen haben, wird erlaubt, dass dies so ist. Das ist weiße Blutmagie, die unsere Namen verdichtet mit der Absicht, den Himmel auf Erden herbeizuführen. Diese Absicht ist göttlich und wenn wir ein paar Tropfen Blut darauf vergießen, sind wir dann mit dem Metaphysischen auf den Schwingungen dieser Absicht ausgerichtet. Suche Blood over Intent, reproduzierte Videos, veröffentlichte Videos, die es auf YouTube zu sehen gibt. Bleiben Sie dran, die Reise zum Zentrum geschieht, das innerhalb weniger Jahre. Zeit für mich und meine Blutsbrüdern. Wir haben die richtige Absicht. Wir wissen, was unser Ziel ist. Jetzt ist die Sammelperiode, ist Blut. Absicht formt auch das Gewebe dieser Realität. Wir gehen ins Zentrum, aber in der Zwischenzeit tragen wir unseren Teil dazu bei, diese Seite der flachen Erde mit dem wortwörtlichen Himmel auf Erden alchemistisch zu versiegeln, damit Mutter Erde ein Tor zu einem anderen Reich öffnet, was ich in dem Vaginalwirbel nenne, nutzbar macht. Wenn wir durch sind, können wir im Paradies bleiben. Einige von uns werden sich vielleicht dafür entscheiden, diese gesamte Matrix durch die schwarze Sonne zu verlassen, die in der Tat ein schwarzes Sonnenloch ist. In der großen Tiefe, die viele Darstellungen von der flachen Erde beschreiben, ist kein Ort, von dem man Angst haben muss. Es ist einfach dunkel, weil es dort unten ewiges Zwielicht ist, das von der schwarzen Sonne beleuchtet wird. Ich habe immer wieder gesagt, unten ist kein Ort des Schreckens und der Verdammnis. Das, was uns glaubhaft gemacht wird, damit wir den Jungbrunnen nie entdecken können. Die gruseligen Geschichten der Hölle und der Unterwelt wirft sie aus dem Repertoire. Wir sind gerade in der Hölle. Am Anfang dieses Videos erwähnte ich die alten finnischen Darstellungen von unserer flachen Ebene. Innerhalb dieses Modells wurde eine große Welt durch den Nordpol, verursacht durch die Rotation einer Himmelssäule. Durch diese Welt konnten die Seelen nach außen gehen und in die Unterwelt gelangen. Antike Kosmologie und Illustrationen sind gespickt mit Mandalas und Zeichnungen, die alle zum Zentrum hin konvergieren. Das ist kein Zufall. Das X markiert das Zentrum, die Stelle, an dem wir den Heiligen Gral unter der Polaris finden, der von der Mitte der flachen Erde Kuppel herabscheint.